es ist mal wieder soweit. Mein S2 muss zum TÜV und der TÜV hat was gegen poröse Bremsschläuche. Also bekommt mein S2 heute neue Bremsschläuche. Die Teile habe ich wie immer von Mike, Sportwagenparts. Hallo Mike, war wieder ein Spitzen- und schneller Service. Die Räder könnten eigentlich drauf bleiben, aber wir wollen euch ja wieder großes Kino bieten. Deshalb mache ich das Rad ab, dann hat die Kamera einen besseren Blickwinkel und ich sehe auch mehr. So, machen wir das Rädchen ab. Und das Rädchen abnehmen. So, der Bremsschlauch ist hier. Jetzt müssen wir hier die Verschraubung aufmachen. Zum Öffnen nehmen wir jetzt auf keinen Fall einen Gabelschlüssel, das gibt nur Flurschaden, sondern ihr braucht so einen offenen Ringschlüssel, am besten mit Sechskant, die mit 12 Ecken taugen auch nichts. Oh Jesus. So ungefähr hätte ich mir das vorgestellt. Wenn es gar nicht will, kann man ja auch hier mal einen Schlag mit dem Hammer drauf machen. Das war mal die eine Seite. Jetzt kommt der Schlauch hier raus und dann geht es an die obere Seite dran. Die hier. So. Auch hier ist es normales Rechtsgewinde. Die Mutter an der Leitung oben, die Überwurfmutter, hat Schlüsselweite 11 und den Schlauch müsst ihr mit 17 gegenhalten. Hier natürlich auch wieder mit offenen Ringschlüsseln. Ich bin jetzt mit dem 17er unten drauf und mit dem 11er oben und jetzt muss ich die Schlüssel nur zusammendrücken, dann sollte die Leitung aufgehen. Die ging jetzt so da an der Leitung, dass uns nicht alles rausläuft, machen wir nachher gerade so eine Kappe vom Bremssattel drüber. Die Klammer hier bekommt am besten runter, wenn sie seitlich steht, deswegen drehe ich sie jetzt ein bisschen. Das könnt ihr hier innen ansetzen, so geht sie noch mit dem wenigsten Flurschaden runter. Und wir haben das Teil. Wenn das mal lose ist, kann man das gut mit dem Gabelschlüssel drehen. Oder nachher schon mit der freien Hand. Das klappt noch nicht. So, mit der Kappe läuft dann wenigstens die ganze Sabberbrühe hier runter. Reinigen müssen wir sowieso noch. Ich könnte den hier gemütlich rausdrehen. Den Marderschutz nehmen wir vom alten Schlauch. Wir müssen den jetzt so schön da runter arbeiten. So geht er dann ganz leicht runter. Und der Marderschutz kommt natürlich auf den neuen Schlauch wieder drauf. Den kann man ruhig wieder benutzen. Der Marder hatte ja noch nicht gegessen dran. Neuen Schlauch drauf. Seht ihr? Funktioniert einwandfrei. Jetzt seht ihr auch, warum wir den Schlauch wechseln. Hier beginnt er porös zu werden. Da habe ich zwar schon weit Schlimmeres gesehen, aber trotzdem für meinen Porsche ist das natürlich nichts. So, den drehen wir jetzt gemütlich drauf. Dann ziehen wir mal handfest an. So, und jetzt können wir die Gegenseite hier durchfädeln. Dann kommt der Parisser wieder runter hier. Die Gegenseite muss hier rein. Jetzt ist immer eine Fummelei, bis das Ding reingeht. Ihr müsst aber gut gucken, dass ihr das richtig ansetzt, das Gewinde. So, auch erstmal handfest, Rest machen wir nachher. Die Leitung am Sattel wird mit 14 Newtonmeter angezogen. Und gut. So, das ist gut. Die Entlüftungen sind hier unter diesen Kappen. Da dürfen wir nachher das Ding nicht vergessen. Das ist eine Vierkolbenbremse und die hat eine doppelte Entlüftung. Also einmal hier und einmal hier. Meist sitzen die Dinger fürchterlich fest, deswegen benutze ich gleich eine 11er Stecknuss.
Eine. Jetzt müssen wir die Geschichte noch entlüften. Und zwar gibt Porsche zwar keine besondere Reihenfolge vor, aber wir machen es wie üblich. Wir fangen mit dem äußeren Ventil an und dann kommt das innere Ventil. Zum Entlüften nehmen wir wieder mein spezielles Tool. Und zwar ist das ein Bremsflüssigkeitsdeckel, auf den ich ein Autoventil gesetzt habe und genau auf der Entlüftungsbohrung. Porsche gibt den Druck von 0,6 bar fürs Entlüften vor, also ohne Druckreduzierer geht da nicht viel. Unten aufs Entlüftungsventil kommt so ein Aquariumschlauch, dann in den Behälter rein. Den Bremsflüssigkeitsbehälter machen wir mal auf. Sieb kann drin bleiben. Wir packen wir sauber ein, dass da kein Dreck reinkommt und legen hier mal um die Ecke. Dann füllen wir erstmal reichlich Bremsflüssigkeit nach. Passt auf, dass er nicht so viel kleckert. Das Zeug ist verdammt aggressiv. So. Füllen jetzt gut bis auf Max geht. Deckel drauf. Jetzt geben wir die Druckluft einfach mit einem ganz normalen Adapter für Autoreifen auf den Deckel. Jetzt können wir hier Druck aufbauen und da unten ablassen. Druck. Kommt was? Okay, stopp. Der Behälter ist relativ klein bei der Methode, also dürft das Nachfüllen nicht vergessen. Druck. Und auch die Luft haben wir schon fast draußen. Ein paar kleine Luftbläschen drin, aber das war's schon. Einfach weiterlaufen lassen. Wenn die Flüssigkeit wieder klar wird, könnt ihr aufhören, dann haben wir die ganze alte Pampe außen. Die Klammer an der Leitung habe ich mal gut eingefettet und dann setzt du sie so ein, dass diese Nase hier oben ist. Und dann ein kleiner Schlag mit dem Hammer und drin ist das Teil. So, da ist schon mal fest der Bremsschlauch. Jetzt kommt noch die Gegenseite und da ist jetzt auch fest. Das Kabel vom Verschleißsensor wird hier auch nochmal über die Kappe von dem Entlüftungsventil geführt. Also so draufstecken, dass das hier auch sich nicht bewegen kann. Die andere verschließen wir auch noch. Ihr wisst ja, Bremsflüssigkeit ist aggressiv, deswegen kommt jetzt meine Spezialmethode zum Reinigen von Bremsflüssigkeit. Bremsflüssigkeit ist wasserlöslich oder hygroskopisch, deswegen kann man das auch gut mit Wasser wegblasen. Jetzt kommt noch das Rädchen drauf und dann ist der Film für euch zumindest mal fertig. Ich, armer Mensch, muss ja noch die andere Seite machen. Wie immer ziehen wir jetzt die Muttern mal auf dem gebuckten Fahrzeug so fest, wie es nur irgendwie geht. Drehmoment. Ja. Zum Schluss bekommen die Räder noch 130 Newtonmeter. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ihr seht, so ein Wechsel dieser Bremsleitung ist eigentlich gar nicht so schwierig. Es darf euch nur nichts abreißen. Also tschüss, bis zum nächsten Film.